Willkommen Leute zum nächsten Video. Dieses Mal ein paar Basebau-Tricks wieder, beziehungsweise eine Überarbeitung des Dorfs, das ich letztes Mal schon vorgestellt habe, und zwar das Dorf, was ihr aktuell seht. Dann, was ich euch gerne zeigen möchte, gucken wir einmal auf die Pokale und da sehen wir es. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, auf Platz 1 zu pushen. Mal sehen, wie lange ich mich dort halten kann. In Deutschland bin ich auch immer noch Platz 1. Ist natürlich jetzt auch sinnig, wenn ich dann global Platz 1 bin. Mal sehen, ich bin gespannt, wie lange das so funktioniert. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, bis dorthin zu pushen. Morgen im Stream, alle, die dabei sein wollen, werden wir ein bisschen zusammen weiter pushen. Mal sehen, ob wir vielleicht ein bis zwei kleine Sachen noch ausprobieren werden. Und so, zu der Base hier noch, was ich verändern würde, beziehungsweise die Base hat unglaublich gut gehalten. Ich habe von vielen auch von meinen Clan-Mitgliedern gehört, dass die Base mindestens jede zweite Base war, die sie auf Rathaus oder auf der Meisterhütte 3 gefunden haben. Und ja, ich habe die Kanone hier schon mal gebaut. Jetzt ziehen wir sie hier schon mal einmal rüber. Und so ungefähr sah das aktuelle Dorf davor aus, wenn wir die Kanone nochmal wegziehen. Und wie verändern wir jetzt das Dorf, ohne den Gesamthintergedanken kaputt zu machen, aber trotzdem, um die Kanone sinnvoll mit einzubinden. Und ich würde einfach, ja, recht einfach die Veränderung hier machen und wahrscheinlich einfach so die Kanone noch davor schieben. Ist noch ein netter kleiner Puffer. Man kann es auch natürlich so machen, dass man die Gebäude vielleicht noch ein bisschen tauscht. Das heißt, vielleicht eher sowas, dass man das Rathaus noch mehr schützt. Falls jemand eher Richtung die 2 Sterne treffen möchte, kann man das auch auf jeden Fall machen. Ihr habt dort mehrere Möglichkeiten, was ihr machen wollt. Eine von den beiden hier mit den Tauschen ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Entweder hier, dann muss das Elixierlager davor, oder hier, dann sollte das Elixierlager wieder vor der Kanone sein. Und ja, so in der Theorie. Mal gucken, ob es in der Praxis auch klappt. Wir springen einmal ins Matchmaking und hoffentlich finden wir einen anderen Builder-Hall Stufe 3 Spieler. Und so ist es. Mal sehen, was wir hier machen können. Insgesamt hat er hier den Bogiturm. Was haben wir alles mit dabei? Wir hätten 2 Riesen, die recht schnell den Bogiturm snipen könnten. Einfach deswegen, weil hier können keine Fallen davor liegen. Hier sind die Bäume davor, das heißt keine Fallen möglich. Die Kanone baut aus, was natürlich recht angenehm ist, muss ich zugeben. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir so bekommen. Einmal kurz die Ecken abgecheckt, ob da irgendwas steht. Viele machen das gerne. Und dann würde ich sagen, packen wir die Giants rein. Direkt 2 Stück, hoppala, direkt 2 Stück hier gesetzt. Die laufen hier vorne weg und punchen das Gebäude gleich zu Tode. Genau so ist es. Und jetzt müssen wir erstmal noch gucken, wo ist der Tesla? Kommen jetzt hier mit den anderen Einheiten hinterher und ich würde sagen, wir spammen jetzt die restlichen Bogenschützen hier rein. Probieren die letzten Verteidigungen einfach nur komplett zu überrollen, weil, wie gesagt, eine Kanone ausbaut. Nutzen wir hier komplett aus und damit ist dann der Tesla auch weg und damit sind das ja meine 3 Sterne. Aber was wirklich interessant ist, wie hat sich unser Dorf geschlagen? Wurde es hier von dem Angreifer auf 3 Sterne gebracht oder auf 2 Sterne mit guten Prozenten, was natürlich auch nicht so schön gewesen wäre. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob er schon das dritte Armeelager hat. Hoffen wir es mal, damit es auch ein richtiger Test ist. Gucken mal das Ergebnis an, wie viel Prozent er geholt hat. Und erstmal der Sieg, das heißt keine 3 Sterne, 36%, 1 Stern. Also ich würde mal sagen, das ist ein voller Erfolg. Klicken wir mal auf Wiederholung und gucken, was passiert. So, Riesen visieren von dort einfach mal diese Luftabwehr an. Ist interessant. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Riesen laufen jetzt hier drumherum, müssten dann gleich in die Push-Trap reinlaufen. Genauso ist es. Der klinisch tote Riese wird da rein katapultiert. Und die Riesen kümmern sich jetzt um die Kanone. Bekommen jetzt hier gerade so noch das Rathaus mit den Bogenschützen, währenddessen die Riesen bei dem Zerstampfer komplett zermürbt werden. Und ja, damit ist dieser Angriff komplett hinüber. Ich würde sagen, Test hat bisher geklappt, aber machen wir natürlich nochmal einen zweiten Testlauf. 36 Sekunden sind noch übrig.
Was mich noch mehrere gefragt haben, auch in den Kommentaren, wie gesagt, ich versuche alle zu lesen, eine Base mit niedriger Def, das heißt noch nicht dem Crusher. Und da kann ich euch diese hier empfehlen, die blende ich einmal kurz ein. Funktioniert sehr gut, natürlich, wenn ihr gegen 3 Armeecamps ran müsst, hat auch dieses Dorf relativ wenig Chancen, weil einfach, es hat noch nicht den Crusher, das heißt relativ riesenanfällig, aber ansonsten sehr angenehm. Springtraps sind in diesem Dorf noch nicht vorhanden. Wenn ihr sie gerne haben wollt, könnt ihr sie einfach zwischen der Luftabwehr und der normalen Kanone machen. Und ja, auf jeden Fall eine Base, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, falls ihr jetzt frisch erst, vielleicht auch später erst mit dem Update angefangen habt und daher erst frischer Rathaus 3er seid. Und ja, ich hoffe, die Base hilft euch auch eine ganze Menge. Wie gesagt, man wird sehr, sehr leicht überlaufen, sobald jemand das 3. Armeelager hat oder wirklich sehr, sehr hochgelevelte Riesen. Wird dann immer sehr tricky. Blenden wir wieder aus und damit ist unsere Armee auch schon fertig. Jetzt suchen, klicken wir doch glatt mal. Und jawohl, wir spielen. Oh, er hat das gleiche Dorf. Probieren wir jetzt noch was aus, was ich vielen immer gesagt habe, dass das als Konter funktioniert. Ich selbst habe es noch nie ausprobiert, von daher kann das jetzt einerseits voll in die Hose gehen, andererseits könnte es jetzt auch richtig gut werden. Ich bin gespannt. Versuchen wir es einfach mal. Und zwar der 2-Finger-Drop mit den Bogenschützen. Gehen wir hier rein. Springtraps überall. Kleine Riesenbomben, die ausgelöst werden. Sollte aber nicht... Oh, der obere hat wehgetan. Sollte aber dann, glaube ich, nicht so das Problem sein, oder? Kriegen wir die ganzen Gebäude noch weg. Sieht nicht gut aus. Hat jetzt hier zu viel Feuerpower, Feuerpower mit den Kanonen, ist überhaupt gar nicht gut gelaufen. Das heißt, diese Taktik wird auch nicht mehr laufen. Das heißt, man sollte dort am besten die Riesen noch mit davor nehmen, dass man auf jeden Fall dort sicher ist. 45%, 0 Sterne. Ich denke, den 1 Stern wird er auf jeden Fall sich mitnehmen bei unserer Base. War jetzt alles andere als gut. Ich hoffe einfach mal, dass wir gleich nochmal die Base finden und nochmal ran dürfen. Yep, 71%. Gucken wir uns doch gleich mal an, was der Kollege hier gemacht hat und was wir dann besser machen können an der Base. Kommt hier erstmal mit den Bogenschützen von außen, relativ klassisch. Hat also ist auch wirklich nur auf die Prozente auf den 2-Sterne-Angriff gegangen und überhaupt gar nicht auf die 3 Sterne, das ist gleich von Anfang gesehen. Allgemein habe ich auch von mehreren Leuten noch mitbekommen, dass sie sich beschwert haben, dass durch die Kanonen jetzt beispielsweise die 3 Sterne noch schwieriger geworden sind. Aber ihr müsst immer dran denken, in diesem Spielmodus will man eigentlich kaum 3-Sterne-Angriffe zulassen. Einfach deswegen, weil sobald 3-Sterne-Angriffe zu einfach werden, ist es immer zu einfach, dass es ein Unentschieden wird. Und das ist überhaupt gar nicht gut. Vor allem ist es einfach nur mehr oder weniger in Anführungsstrichen verschwendete Spielzeit, wenn ihr auf den Loot-Bonus geht. Und das ist in keinem Fall angenehm. So, der Toxic schafft hier dann am Ende die 71%, nicht schlecht. Und ja, könnte man auf jeden Fall noch überlegen, ob man dort dann nochmal das Rathaus nach innen tauscht. So wie bei dem Dorf eben gerade. Aber ich würde sagen, stellen wir nochmal ganz kurz und nochmal auf Jetzt suchen geklickt. Mal sehen, was wir jetzt finden. Wir finden den, den Zeichenhalunken aus dem Sparks-Clan. Wieder die gleiche Base. Scheint ja recht beliebt zu sein aktuell. Dieses Mal mixen wir das hier etwas ab und machen dementsprechend dann hier erstmal die Bogenschützen. Verteilen wir auch erstmal ein bisschen hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fangen jetzt hier mit den Riesen an, dass die auf jeden Fall dann sofort das Tanking übernehmen für die Bogenschützen, die dann aus ihrer Cloak-Fähigkeit zurückkommen. Und die Riesen gehen hier dann direkt auf die Mauer, weil oben einfach, oder weil allgemein die Base geschlossen ist und nicht wie bei den meisten Dörfern offen bei dem Crusher. Mal sehen, was das hier noch wird, aber das sieht dann insgesamt auch nicht so gut aus. Das heißt, diese Doppelmauer insgesamt und in jeglicher Variation scheint aktuell sehr, sehr stark zu sein auf Rathaus 3. Und auf jeden Fall, denke ich, sollte man den 2 Sterne jetzt mit der neuen Verteidigung wesentlich mehr versuchen zu verteidigen. Das heißt, oh, wir haben so einen Sieg bekommen. 1 Stern 48%. War sein Angriff sogar noch schlechter als unserer. Dann würde ich sagen, wir wechseln das hier sogar mal ein bisschen. Setzen den Bogenschützenturm nach außen etwas. Was können wir dann jetzt machen, um das alles hier nochmal
besser aufgebaut zu machen. So haben wir erst noch ein bisschen was geändert. Jetzt gucken wir mal, was wir noch besser machen können. Und zwar würde ich dort erstmal die Luftmine natürlich auch wegnehmen. So, dorthin. Und jetzt ist die Überlegung, wo setzen wir was hin? Den Bogenschützenturm setze ich wahrscheinlich nach hier oben erstmal. Das heißt, Luftabwehr nach hier hinten. Tesla mit dazu. Und das heißt, diese fallen natürlich auf Boden, weil einfach sehr häufig die Bogenschützen kommen. Und ich würde sagen, ich versuche mir etwas weiter nach innen zu packen, dass vielleicht Bogenschützen den irgendwie auslösen. Und auch damit muss man dann mal ein bisschen testen. Wir haben noch einen Angriff übrig, um den dritten Loot-Bonus zu bekommen. Ich sehe gerade noch, dass wir auf jeden Fall noch etwas im Gold ausgeben müssen. Was kann man denn da mal machen? Ich würde sagen, wir machen einfach 1 bis 2 Mauern. Wie viel Loot-Bonus bekommen wir? Wir bekommen 90.000, haben eine Lagerkapazität von 170.000. Das heißt, wir sollten auf 80.000 runter, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Was könnten wir denn hier noch bauen? Oder einfach ausbauen, geht alles nicht. Gut, ist dann ärgerlich für den Baseball, aber dann machen wir es einfach so, dass wir die Mauer ausbauen hier. Die Mauer macht zwar nicht viel Sinn, aber noch eine. Und die hier geht auch noch mal ein höher. Die auch. Die auch. Damit brauchen wir immer noch Mauern, die wir hoch machen. Und so, jetzt sollte es knapp passen. Elixier dürfte nicht überlaufen, das sollte so passen. Und ab geht's in die dritte Spielrunde. So, gegen den Ahmed King. Mal sehen. Also auch wieder hier mit dem Teaser. Er baut sein Rathaus hier allerdings schon aus. Also mal sehen, was er hier auf der Kette hat. Hat wahrscheinlich den Tesla dann vor seinem Rathaus stehen. Wie können wir das denn umgehen? Ich denke, auch hier wieder wird die beste Variation sein, alles Bogenschützen. Verteilen wir erstmal wieder einige Bogenschützen hier um das Dorf, lösen aber schon einige Fallen mit aus und dann hauen wir die restlichen Bogenschützen einfach rein, warten das mal ab und gucken, was die so bekommen können. Arbeiten sich jetzt nach und nach vor. Der Tesla ist natürlich etwas eklig und das Rathaus ist auf jeden Fall eine Sache, die bei dieser Base sehr, sehr schwer ist zu bekommen. Das heißt, ja, genauso wie es soll. Mal sehen, wie unser Dorf dann hier verteidigt hat. 65% waren es am Ende. Mal sehen, ob es dann ein Ein-Stern-Angriff gegen Ein-Stern-Angriff war oder ob er die 2 Sterne bekommt. 2 Minuten, 20 Sekunden Spannung. Gut, ich würde sagen, gucken wir uns gleich das Ergebnis an. Währenddessen löse ich erstmal das erste Gem-Ergebnis auf. Ihr habt alle schon gefragt, wann kommen die ersten Gems? Heute, jetzt kommen die ersten Gems. Und zwar wechsle ich da einmal ganz kurz auf den Kanal und auf den Kommentare und sehe hier, das Kommentar vom Videogamer LP ist ganz oben mit insgesamt ca. 45 Likes. Er hat einen ganzen Text verfasst, den ich jetzt alles mal vorlesen werde. Und wir gucken uns noch kurz das Ergebnis an. 65, 65. Schauen wir uns gleich noch einen Fight an. Machen wir jetzt erstmal kurz noch zu Ende die Kommentarvorlesung. Der Videogamer LP schreibt: Meine Vorschläge: Lootcap, man sollte nur 15% der Belohnung bekommen, aber dafür kannst du das unendlich oft bekommen. Neue Gebäude, Fallen, Änderungen und Zauber. Die Mauern sind einzeln und nicht im 5er-Pack. Ich kann ja immer schon mal kommentieren, was ich davon halte. Ich finde es gerade gut, dass es mal anders ist als im normalen Modus. Bringt was komplett Neues rein, genauso wie die ganzen Fähigkeiten von den Truppen. Das nächste, was er schreibt, sind, dass man, wenn man den Uhrenturm auf Level 5 bekommt, auch im normalen Dorf bekommen kann. Wäre vielleicht eine Idee, den rüberzunehmen. Die nächste Idee von ihm ist, die normale Kanone sollte auch 4 Rohre haben oder bekommen, aber schießt viel langsamer. Ich finde die normale Kanone aktuell eigentlich relativ gut, vor allem auch diese lange Reichweite, weil sich das ganz gut mit der anderen Kanone ergänzt. Die eine eher ein bisschen weniger Schaden, lange Reichweite, die andere sehr viel Schaden, kurze Reichweite, ähnlich wie die Bogentürme, nur halt nicht einstellbar. Dann hat er hier noch Vorschläge für eine Falle, die Verlangsamungsbombe.
Respawn würde ich es vielleicht auch bezeichnen. Schaden 20, Kapazität 15, Ziel entweder Boden oder Luft. Effekt: alle Truppen, die die Bombe Radius 1 berühren, werden für 5 Sekunden doppelt so langsam. Sind immer nette Ideen. Bin gespannt. Dann als nächste Idee ein Zauber. Der Zauber Leuchtfeuerwerk. Nur für Nachtdorf ab der Bauarbeiterhütte. Level 4. Eine Nachtzauberspruchfabrik. Hat 2 Kapazität auf Level 1. Effekt: setzt es überall im Dorf ein, um deine Truppen... Bitte was? Setzt es überall im Dorf ein und deine Truppen gehen alle ohne Wenn und Aber zu dem Leuchtfeuerwerk. Okay. Muss ich einige Wörter ergänzen, tut mir leid. Dauer sind 10 Sekunden und die Kapazität sind 1. Das heißt, er plant hier jetzt schon für die oberen Rathausstufen und neue Zauber. Der nächsten Zauber, den er eingeplant hat, ist das Tageslicht. Das Dorf wird für 5 Sekunden mit Tageslicht erstrahlt, wo alle Verteidigungen doppelt so wenig Schaden verursachen. Dauer 5 Sekunden, Kapazität 1. Auf jeden Fall eine lustige Idee. Allerdings würde ich sagen, vielleicht sollte es auch eher ein Nachtspell sein. Ich meine, klar, es ist der Nachtmodus, aber aktuell ist es ja so, wenn wir nochmal hier im Dorf das sehen, alle Gebäude machen ja aktuell Licht. Das heißt, ein Lichttag-Spell macht nicht so viel Sinn. Müsste dann eher ein Nachtspell sein, dass die Gebäude kurze Zeit ausgehen, die Lichter. Aber ansonsten finde ich die Idee sehr cool. Für Bauarbeiterhütte 6 ein Eismagierturm. Macht alle kurzzeitig langsamer mit weniger Schaden. Gute Idee, bin gespannt. Rathausverriegelung Falle. 2 Stück und der Radius 1,5. Wenn man die Rathausverriegelung betritt, ist das Rathaus für 3 Sekunden mit einem Schild ausgestattet, das alle Angreifer abwehrt. Was natürlich dann ganz nett wäre. Bin gespannt. Insgesamt kommen jetzt noch Ideen für ein Nachtturnier bzw. Nachtturniere. Wie im normalen Dorf die Clankriege gibt es im Nachtdorf Nachtturniere. Der Clan muss sich in Duellkämpfen innerhalb von einem Tag Punkte sammeln. Ein Sieg gleich 1 Punkt. Es treten immer 2 Clans miteinander. Ein Clan geht weiter, einer verliert. Je höher man mit dem Clan platziert wird, desto mehr Nachtdorfbeute bekommst du. Es gibt am Anfang 16 Clans, am Ende 2 im Finale. Turniere sind auf jeden Fall eine Sache, die ich auch vielleicht irgendwann machen möchte, sobald es eine Möglichkeit gibt, irgendwie solche Turniere zu organisieren. Egal ob durch irgendwie so eine Art Friendly Challenge Modus vielleicht, könnte ich mir dort vorstellen. Oder, ja, also das heißt manuell mehr oder weniger durch die Community. Oder so wie hier angesprochen, ein direkter Modus im Spiel selbst drin. Dann zusätzlich noch Ligasystem. Du kannst dich in Ligen abstufen lassen. Okay, weiß noch nicht genau, was das dann konkret bringt. Das nächste ist die Waffen-Individualisierung. Du kannst deine eigene Spezialwaffen schmieden, das dir Fähigkeiten geben wie Schnelligkeit, Schaden, Verteidigung und mehr. Ja, ich denke, das ist dann irgendwann ein bisschen sehr weit hergegriffen und passt eigentlich so gar nicht mehr zu Clash of Clans. Die Erkundungsmission. Lass deine Truppen in der geheimnisvollen Höhle nach Schätzen und neuen Missionen erkunden. Die Idee ist also wahrscheinlich eher ähnlich wie die Goblin Map. Wäre auf jeden Fall vielleicht eine Idee, das auch in dem Nachtmodus einzufügen. Und okay, hier ganz am Ende kommt es noch. Die Freundschaftsduelle. Lass mit deiner Freundesliste oder Clan Duelle starten. Das finde ich, muss auf jeden Fall auch kommen. Allein schon, damit ich auch hier irgendwie Turniere nochmal organisieren kann in dem Nachtmodus. Das wäre mal richtig cool. Ansonsten, mega cooler Kommentar. Wie gesagt, 45 Likes. Hast du damit die 1000 Gems auf jeden Fall verdient. Wie gesagt, es war jetzt ein kleines Giveaway. 1000 von 100.000 Gems sind vergeben worden. Das heißt, es wird noch eine Menge geben. Es wird Turniere geben, wo die Gem-Preise auf jeden Fall höher werden. Es wird weiterhin kleinere Kommentar-Contests, sag ich mal, geben, wo ihr dann jeweils gewinnen könnt. Und ja, ich würde jetzt sagen, ganz zum Abschluss machen wir noch einen letzten Fight. Jetzt Suche starten und mal sehen. Dieses Mal, oh, ein ähnliches Dorf, wie ich es hatte mit meinem Account. Ich würde sagen,
An sich dürften dort recht wenig Sprungfallen sein, wenn ich von hier oben rechts reingehe. Ich glaube sogar, ja genau, hier könnten noch keine Sprungfalle davor liegen. Dann können hier von der Verteidigung keine Sprungfallen liegen. Das heißt, auf jeden Fall sind schon mal die 2 Sterne sicher. Würde ich auch sagen, mache ich mal gleich. Setze jeweils schon mal, der Crusher ist sogar außen. Ich würde mal sagen, den versuchen wir direkt am Anfang hier mal wegzunehmen. Ich weiß nicht, ob es mit der Reichweite hinhaut. Probieren wir aus, mal sehen. Probieren geht über Studieren. Ein Bogenschütze haben wir dafür notfalls geopfert. Bogenschütze schafft das erste Gebäude und läuft bescheuert. Mal sehen, ob wir noch einen zweiten setzen können. Der nächste sieht besser aus. Einmal kurz rausgezoomt. Nichts in irgendwelchen Ecken. Das ist immer etwas eklig. Bin ich schon häufiger reingefallen. Sobald der Crusher weg ist, fangen wir an mit unseren Riesen dann. Können wir schon mal auswählen. Lassen unser Bogenschützen aller Ruhe seine Arbeit verrichten. Warten noch etwas ab. Und jetzt können wir hier loslegen. Erster Riese. Nächsten Riesen hier. Noch einen Bogenschützen mit dran. Warten, dass die Riesen hier durch die Mauer durchgehen. Setzt noch ein weitere Bogenschützen hinterher. Und dann kommt nochmal ein weiterer Bogenschütze, oder? Ja, genau. Ich denke, der sollte ein bisschen Schadenssupport bekommen hier von den armen Riesen. Für die armen Riesen eher gesagt. So. Bogenschützen sind jetzt hier langsam, aber stetig gehen jetzt hier durch. Und damit sollten das hier doch 2 Sterne schon mal ganz sicher sein. Vielleicht sogar 3. Ist, glaube ich, noch. Ist das noch ein Riese? Ja, es müsste nur noch ein Riese sein, der jetzt hier langsam, aber stetig stirbt. Bogenschützen gehen natürlich erstmal auf die Luftabwehr. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die Luftabwehr bei so einem Angriff weg ist. Und damit ist die letzte Verteidigung weg. 2 Sterne haben wir bekommen. Und jetzt die große Frage, hat unser Gegner 2 Sterne geschafft? Und wenn ja, mehr als 62%. Mal sehen, also wenn er 2 Sterne geschafft hat, müssten es eigentlich mehr als 62% sein. Und der Sieg, 0 Sterne sogar. Okay, das müssen wir nur kurz hier angucken. Und dann können wir hier das Dorf auch noch ein bisschen bewerten. Kommt mit allen Riesen von einer Seite, mit den Bogenschützen hinterher. Lässt die Riesen hier langlaufen. Okay, die normalen Bomben, sage ich mal, müssen auf jeden Fall nochmal umplatziert werden. Die gefallen mir noch nicht so gut. Bogenschützen kommen hier hinterher. Und weitere Riesen gehen fliegen. Und die Bogenschützen sind jetzt hier noch ein bisschen am Aufräumen, aber kommen in die Reichweite von der Kanone. Und damit ist der gesamte Angriff hier hinüber. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich denke, das Rathaus kann man auf jeden Fall wieder nach innen stellen. Experimentiert ein bisschen damit rum. Das Layout ist ja aktuell sehr verbreitet. Falls ihr etwas Neues nutzen wollt, auch einfach sehr gerne machen. Ist immer cool, wenn man etwas anderes nutzt als die meisten anderen. Sich immer wieder neue Ideen einfallen lässt. Und ja, ansonsten haut rein, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Stay tuned auf jeden Fall für die nächsten Events. Und schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei, wenn es heißt Livestream, bisschen pushen, bisschen quatschen, Fragen. Wir können auch ein paar Layouts live im Stream bauen mit euren Anweisungen. Also all solche Sachen. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö tschö.